Kaum zu fassen, es ist passiert. Der Angreifer aus dem Cyberraum hat zugeschlagen. Aber zum Glück haben sie es bemerkt. Doch was dann? Rechner ausschalten? Alles schnell vom Netz nehmen? Es gibt Fälle, wo einfach die IT-Betreiber in völliger Panik alles abgeschaltet haben, obwohl der Angriff gar nicht so dramatisch war. Es gibt aber auch Fälle, wo Leute gesagt haben, oh, das wird schon nicht so schlimm sein, brauchen wir nicht schauen. Dann wird der Fall auch sehr viel dramatischer. Also man muss auf der einen Seite nicht überreagieren, auf der anderen Seite aber auch Reaktion zeigen und da helfen wir natürlich immer sehr gerne. Helfen können IT-Forensiker, die am Tatort auf Spurensuche gehen und Jagd auf den Hacker machen. Fast wie Sherlock Holmes. Der wichtigste Unterschied, also mit Pfeife und Deer Hunter kommen wir nicht zum Kunden. Der zweite Unterschied, Sherlock Holmes hat dann eher seine Leichen, seine Zigarettenaschen und Ähnliches gehabt. Bei uns sind die Beweismittel halt digital. Daraus versuchen wir dann, und jetzt wieder wie Sherlock Holmes, rauszubekommen, was ist passiert, welche Fragen müssen wir stellen, welche Fragen können wir beantworten, um dann einfach den Fall zu lösen und unserem Kunden zu helfen und seine Probleme damit in den Griff zu kriegen. Doch wem nützt es, wenn klar wird, dass der Cyberangriff tausende Kilometer entfernt aus China oder Russland erfolgt? Was kann ein IT-Forensiker schon herausfinden? Und wie beginnt er seine Detektivarbeit? Also es hängt eigentlich ganz davon ab, was es für ein Fall ist. Wenn man jetzt so einen Industriespionagefall hat, dann hilft es dem Kunden eigentlich gar nicht besonders, wenn ich ihm sagen kann, der Angreifer hat folgenden Namen, sitzt in folgendem Büro irgendwo ganz weit weg. Dem geht es eigentlich darum, zu wissen, was hat er gemacht, wie kann er sich schützen. Ganz was anderes ist es, wenn wir einen Fall haben, wo zum Beispiel ein Mitarbeiter sich in irgendeiner Form falsch verhalten hat, Daten ausspioniert hat, mal geschaut hat, was der Chef verdient etc. Da waren wir bisher eigentlich sehr, sehr erfolgreich und haben da schon einiges erreichen können. Die Chance, etwas herauszufinden über den Angriff, ist auf jeden Fall groß. Denn fast jeder Hacker hinterlässt irgendwelche Spuren, aus denen sich ein Gesamtbild des Angriffs bauen lässt. Sehr viele Angreifer machen noch sehr, sehr einfache und triviale Fehler. Es ist einfach schwierig, überhaupt keinen Fehler zu machen. Und jeder Fehler, den die machen, einer davon reicht, dann haben wir den nächsten Angriffspunkt. Haben wir es wirklich mal mit einem Angreifer zu tun, der sich sehr, sehr gut versucht zu tarnen, der sich sehr, sehr gut versucht zu schützen, dann haben wir noch ein paar andere Tricks, die ich jetzt nicht unbedingt verraten möchte. Nur so viel. IT-Forensiker dringen tief ein in die Systeme, ohne dabei Beweismittel zu zerstören. Im Grunde genauso wie ein klassischer Forensiker. Der ärgert sich auch darüber, wenn übereifrige Kollegen am Tatort Fingerabdrücke verwischen. Das gliedert sich eigentlich in zwei Teile. Auf der einen Seite zum Beispiel Write-Blocker, um sicherzustellen, dass die Beweismittel, die Festplatten nicht verändert werden. Auf der anderen Seite die Software, das sind spezielle Programme für Forensiker. Teilweise schreiben wir sowas aber auch selber, wenn es notwendig ist, um sehr tief in die Sachen hineinzuschauen, vor allem um am Betriebssystem vorbeizuschauen. Und genau darum geht's. IT-Forensiker machen scheinbar Verborgenes wieder sichtbar. Ich will die gelöschten Daten, ich will Reste, ich will kaputte Sachen, all das will ich sehen. All das wird aber das Betriebssystem Ihnen natürlich nicht verraten, um Sie nicht am Arbeiten zu hindern.